Jamal Musiala ist neben Florian Wirtz die Hoffnung des deutschen Fußballs. Doch wie wurde aus einem kleinen Jungen aus Stuttgart ein Jahrhunderttalent? Jamal Musiala wurde als Sohn einer deutschen Mutter und eines britisch-nigerianischen Vaters am 26.02.2003 in Stuttgart geboren. Bereits 2005 zog seine Familie nach Fulda, wo er beim TSV Leenertz das Fußballspielen begann und mehrere Nachwuchsmannschaften durchlief. Allein im Alter von 5 Jahren schoss er über 100 Tore. Im Herbst 2010, als Jamal 7 Jahre alt war, zog seine Familie erneut um, diesmal nach Southampton in England, da seine Mutter im Rahmen des Erasmus-Programms dort studieren konnte. In Southampton spielte Musiala zuerst beim kleinen gemeinnützigen Verein, dem City Central Youth FC. Dort entdeckten ihn die Scouts von Southampton und er wechselte zu ihnen. In Southampton beeindruckte Musiala schnell und wurde bald darauf vom FC Chelsea entdeckt, nachdem er bei der Stadtmeisterschaft regelmäßig für seine Mannschaft traf. Nach dem Ende des Auslandssemesters kehrte die Familie zunächst nach Fulda zurück. Im Jahr 2011 zogen sie jedoch dauerhaft nach England, da seine Mutter eine Stelle nahe dem Trainingsgelände von Chelsea fand. Musiala nahm das Angebot des damaligen englischen Meisters und Pokalsiegers an. Musiala lebte sich schnell bei Chelsea ein und durchlief in den Folgejahren die verschiedenen Jugendmannschaften des Vereins. Bereits 2013 fiel Musiala dem späteren englischen Nationaltrainer Southgate auf. Bei einem Schulturnier im Wembley-Stadion beeindruckte der damals 10-jährige Jamal nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine herausragende Leistung während einer Trainingseinheit, die Southgate selbst leitete. Im Finale setzte sich die Mannschaft von Musiala mit 2:0 gegen ein Schulteam aus Portsmouth durch. Der damals 10-Jährige erzielte eines der beiden Tore. Dass er dabei im FC Fulham-Trikot spielte, lag daran, dass die Schule eine Partnerschaft mit dem Club hatte. Interessanterweise gibt es einen alten Tweet der Journalistin Elizabeth Emmon, die schon 2013 schrieb: Bei Fulham steht ein junger Bursche namens Jamal Musiala, er ist ungefähr 11 Jahre alt auf der Liste, der unglaublich gut ist. Was sie damals noch nicht wusste, diese Vorhersage sollte ihr nur wenige Jahre später viele Zusprüche bringen. Auch im Jahr 2014 konnte Jamal Musiala mit seiner Schulmannschaft überzeugen. Das Spiel diente als Halbzeitunterhaltung in Wembley während dem League 2 Playoff-Finale. Jamal war schon damals extrem wissbegierig, erzählte Tony Messerini, Musialas damaliger Sportlehrer und Trainer. Er fragte mich zum Beispiel, welche Fußballspieler im Wembley-Stadion schon mal einen Hattrick erzielt hatten. Vor dem Spiel sagte er dann zu mir, dass er auch einen Hattrick schaffen wolle. Am Ende schoss er sogar 4 Tore. 2016 folgte dann die Belohnung für seine außergewöhnlichen Leistungen und er wurde mit gerade einmal 13 Jahren zur englischen U15-Nationalmannschaft eingeladen. Auch bei Chelsea war er seinem Jahrgang weit voraus. Bereits mit 15 Jahren gab es sein Debüt in der U18 Premier League. Zu diesem Zeitpunkt war Musiala längst auf dem Schirm der deutschen Nationalmannschaft und so wurde er noch im selben Jahr, im Oktober 2018, zur deutschen U16-Nationalmannschaft eingeladen und spielte zweimal gegen Belgien. Zu dieser Zeit entschied sich der heutige Bayern-Star für die englische Mannschaft. Unter anderem spielte er in dieser Zeit mit Realstar Jude Bellingham zusammen. Im Jahr 2019 verhandelten die Bayern mit dem FC Chelsea über einen Transfer von Callum Hudson-Odoi und erfuhren dabei, dass Musiala und seine Familie wegen dem bevorstehenden Brexit mit dem Gedanken spielten, England zu verlassen. Aus diesem Grund verliefen auch die Verhandlungen ohne größere Probleme und Musiala wechselte im Juli 2019 zu Bayern München. Zurück in Deutschland war der damals 16-Jährige zunächst für die U17 des FC Bayern unter Miroslav Klose eingeplant. Allerdings überzeugte schon nach wenigen Monaten die Verantwortlichen so sehr, dass er im Dezember 2019 zur U19 hochgezogen wurde. Auch dieser Sprung sollte für Musiala aber nur ein kurzer Zwischenstopp sein. Bereits im Februar 2020 trainierte Jamal zum ersten Mal mit den Bayern-Profis. Und am 20.06.2020 war es dann soweit. Jamal gab unter Trainer Hansi Flick mit gerade einmal 17 Jahren sein Profidebüt. Dieser besondere Tag war gleichzeitig auch für Bayern München ein historischer Tag. Musiala stellte mit seinem Profidebüt im Alter von 17 Jahren einen neuen Rekord auf. Er wurde zum jüngsten eingesetzten Spieler der Bundesliga-Geschichte der Münchner. Gegen Schalke 04 folgte nur wenige Monate später der nächste Rekord. Er schoss als jüngster Torschütze der Vereinsgeschichte sein erstes Tor. Ab diesem Zeitpunkt war Jamal fester Bestandteil der Profimannschaft. Bereits in so jungen Jahren war er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. In seiner ersten Saison bei den Bayern-Profis kam Musiala auf insgesamt 37 Einsätze in 50 Pflichtspielen und gehörte 11 Mal zur Startelf. Dabei erzielte er 7 Treffer. Diese Leistung und der Umstand, dass Musiala wieder in seinem Geburtsland spielte, sorgten dafür, dass der DFB sein Werben um das Riesentalent nicht aufgab. Letztendlich war es Joachim Löw, der den Schritt auf Musiala zuging und mit ihm das entscheidende Gespräch suchte. Im Februar 2021, nach einem langen Hin und Her, wurde schließlich seine endgültige Entscheidung verkündet. Jamal Musiala hat sich für den DFB entschieden. Seinen bisherigen Höhepunkt in seiner noch jungen Bayern-Karriere erlebte er am 27. Mai 2023, als er in den Schlussminuten gegen Köln das entscheidende Tor zur Meisterschaft schoss. Damit bewies er, dass er schon in jungen Jahren vorangeht und ein Mann für die entscheidenden Momente ist. Ein Blick auf seine Statistik zeigt, dass Musiala mit gerade einmal 21 Jahren bereits auf insgesamt 163 Spiele, 43 Tore und 31 Vorlagen für Bayern München kommt. Diese herausragenden Leistungen haben seinen Marktwert mittlerweile auf 120 Millionen ansteigen lassen.
Im Mai 2024 wurde Jamal vom Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader für die Europameisterschaft im eigenen Land berufen. Obwohl die deutsche Mannschaft unglücklich im Viertelfinale gegen Spanien rausgeflogen ist, war Jamal mit seinen 3 Toren der absolute Schlüsselspieler der Nationalelf. Auch bei den Bayern soll er unter dem neuen Trainer Vincent Kompany der Star der Mannschaft werden. Um ihn wird sich alles drehen und wenden. Musiala wird in den nächsten Jahren aber nicht nur Schlüsselspieler von Bayern München sein, sondern auch für Deutschland. Alles in allem ist die Prophezeiung der englischen Journalistin aus dem Jahr 2013 absolut aufgegangen. Jamal Musiala ist jetzt schon einer der besten Spieler der Welt und hat mit seinen 21 Jahren eine riesige Zukunft vor sich. Was meint ihr? Welche Meilensteine kann Musiala als nächstes erreichen? Und wird er eines Tages Weltfußballer?